Na klar, willst du mit? Ja, du mich auch. Videospiele sind eine eigentümliche Form von Literatur. Man kann sie ebenso als Text verstehen wie Bücher oder sogar Filme und dementsprechend erzählen sie häufig auch eine Geschichte. Je mehr Geschichte es zu erzählen gibt, umso länger ist das Spiel oder die Spielreihe. Oder? Was geht, Welt? Hier ist Snoopy. Weißt du, das mit dem Geschichtenerzählen ist so eine Sache. Jeder, der schon mal von einem Zen-Long belästigt wurde, weiß, dass eine Geschichte einen Anfang hat, einen Mittelteil und ein Ende sowie eine Reihenfolge an Ereignissen. Im Idealfall. Neulich hat mich jemand darum gebeten zu erklären, wovon dieses Pokémon Go oder wie es heißt, handelt. Ich sollte mal eben erklären, was die Geschichte, die Pokémon Go erzählt, für mich damals so unwiderstehlich gemacht hat. Und ehrlich gesagt, ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Nicht etwa, weil ich nicht wüsste, wo ich zu erzählen anfangen könnte, sondern weil es irgendwie nicht so wirklich eine Story gab, die ich zusammenfassen könnte. In diesem Moment habe ich eine Sache realisiert, die mir all die Jahre völlig entgangen war. Pokémon Rot und Blau hat irgendwie keine Story. An dieser Stelle muss ich kurz betonen, Pokémon Rot bzw. Blau ist sau cool. Ich sage nicht, dass ich die Spiele schlecht fand oder finde. Ich sage nicht, dass ich nicht mag, was in dem Spiel steckt. Ich genieße Pokémon seit ich 10 war. Nein, ich hinterfrage hier jetzt mal nur den erzählerischen Aspekt der Spiele Rot und Blau. Behalte das bitte im Kopf, während du dieses Video schaust. Oh, und denk daran, dass ich mich nur auf die Originalspiele konzentriere, nicht die Remakes oder den Anime oder die Filme oder beliebiges Medium hier einfügen. Nun, wenn ich sage, Pokémon habe keine Story, meine ich natürlich nicht, dass im ganzen Spiel nichts passiert. Präziser wäre es, wenn ich sagen würde, die Story ist minimal vorhanden, gerade nur so sehr, dass man von einem Plot sprechen kann, aber das wäre erstens zu aufwendig zu sagen und zweitens klingt das auch nicht richtig, weil die Story wirklich derart schwach vorhanden ist, dass man sie nur schwer wahrnimmt. Und warum, das werde ich gleich zeigen. Aber vorher wirst du mir vielleicht widersprechen wollen und sagen, Stimmt gar nicht, Nobi. Die Geschichte der Spiele Pokémon Rot und Blau ist sehr umfangreich. Du hast die Reise eines Jugendlichen, den Komplott einer Verbrecherbande, eine Geistergeschichte und ein schiefgegangenes Wissenschaftsexperiment. Alles in einem Spiel. Und wenn du das soeben gesagt hast, dann antworte ich dir erstens, wohl gesprochen, Sir oder Madam, und möchte hier zweitens etwas einschieben. All die Dinge, die du, lieber Zuschauer, soeben genannt hast und noch viel mehr, sind Teil der Geschichte von Pokémon Rot und Blau. Der Protagonist namens Rot kämpft sich durch die Indigo-Liga. Team Rocket begeht mehrere Verbrechen und wird von Rot zerschlagen. Mew wird im Dschungel gefunden. Mewtwo wird gezüchtet und bricht aus. Rot erforscht die Pokémon. Das alles ist Inhalt des Pokémon-Spiels. Das sind die Dinge, die Pokémon Rot und Blau erzählt. Sie sind die sogenannte Fabula, wie es in der Literaturwissenschaft so schön heißt. Diejenigen Ereignisse, die in der erzählten Welt geschehen. Der Fabula gegenüber steht das Sujet. Das Sujet sind ebenfalls all diese tollen Sachen, aber so wie sie in der Erzählung vorkommen. Es ist also mehr oder weniger die Struktur der Erzählweise. Rot verlässt Alabastia, um die Liga zu bestreiten. Rot stößt auf Team Rocket. Rot kümmert sich weiter um die Liga. Rot besiegt Team Rocket. Rot erfährt auf der Zinnoberinsel durch ein Journal, dass ein Mew entdeckt wurde. Es ein Mewtwo geboren hat, welches immer stärker wurde. Rot besteht die Liga. Rot stößt in der Azuria-Höhle auf Mewtwo. Rot füllt möglicherweise sein Pokédex mit 150 oder 151 Pokémon. Die Reihenfolge, in der erzählt wird, Stichwort Sujet, entspricht selten der, in der die Ereignisse stattfinden, Stichwort Fabula. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass Mew zuerst gefunden worden ist. Wahrscheinlich noch bevor Rot aufgebrochen ist, aber auf jeden Fall lange bevor er das Journal gefunden hat. Außerdem steht die Reihenfolge gar nicht fest, in der er die Orden erworben hat. Der Spieler kann sich zu einem bestimmten Grad selbst aussuchen, wann er welchen Orden holt. Nachdem ich jetzt mehr als genug über Fabula und Sujet bzw. Story vs. Plot bzw. Geschichte gegen Handlungen schwadroniert habe, wird es vielleicht endlich Zeit für mich, damit rauszurücken, was das Ganze mit Pokémon Rot und Blau zu tun hat. Oder viel eher, warum Pokémon Rot und Blau sich so anfühlt, als hätte es keinen Inhalt, obwohl doch ständig was passiert.
Ja, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, es hat gar keine Story, und zwar obwohl ich gerade bewiesen habe, dass es eine hat. Sie ist einfach so dermaßen schwach. Schwach und faul. Regelrecht billig. Was wie eine Wertung klingt. Ich weiß, wahrscheinlich ist es auch eine. Aber bedenke, ich sage nicht, die Spiele wären schlecht. Man spürt einfach, dass die erste Generation der Pokémon-Spiele nicht erschaffen wurden, um eine Geschichte zu erzählen. Anders als zum Beispiel Generation 5. Aber warum sage ich so einen Kram? Zum Beispiel deshalb. Niemand hat Motivation. Das geht schon mit dem Beginn des Spiels los. Kein Setup, keine Sequenz, kein Nichts, nur ein Offscreen-Erzähler, der das absolute Minimum über die Welt der Pokémon umreißt. Dann Übergang zu Rots Zimmer und los geht's. Man kriegt keinen Auftrag, man muss einfach losmarschieren. Man kann mit Rots Mutter sprechen, aber das ist optional, wohlbemerkt. Und sie sagt dann auch nur so etwas wie: Irgendwann gehen alle Jungs fort. Hoch, übrigens, Professor Eich hat nach dir gefragt. Das war alles. Danach kriegt man völlig ohne Grund einen Starter geschenkt. Geschenkt. Man erarbeitet ihn sich nicht und es gibt halt nicht wirklich groß etwas, was passiert. Man kriegt ihn einfach. Und dergestalt geht es auch weiter. Nichts, was Rot macht, tut er aus irgendeiner Motivation heraus, sondern einfach weil. Und das gilt für alle, die irgendwie in dem Spiel agieren. Professor Eich gibt 2 random Jungs einen Pokédex. Warum? Keine Ahnung, macht er einfach. Team Rocket machen böse Sachen und sind einfach nur böse, böse, böse. Warum? Wird nie gesagt. Ist einfach so. Giovanni. Entführung, Diebstahl und Erpressung. Mit welchem Ziel? Tja, keine Ahnung. Einfach nur so, I guess. Spätere Medien wie Anime, Filme und Remakes haben ihm vielleicht Hinweise auf eine mögliche Motivation zugesprochen, aber in Rot und Blau keine Spur. Blau, der Rivale des Spielers, will dich immer übertrumpfen. Aber wozu? Ich wäre überrascht, wenn er es selber wüsste. Klar, er besteht die Liga, aber es gibt trotzdem nichts, was ihn wirklich dazu treibt, das zu tun, was er tut. Weiter im Text. Taten haben keine Konsequenzen. Was mir schon als Kind beim Spielen aufgefallen ist, dass die Ereignisse im Spielverlauf einfach nichts miteinander zu tun haben. Jede Stadt und jeder Dungeon hat ein eigenes Problem, das gelöst werden muss. Dann begibt man sich regional an einen anderen Ort und das Erlebte ist vergessen. Man spielt ziemliche Strecken sogar ohne überhaupt irgendeinen storytechnischen Inhalt. Der Vertania-Wald? Nichts, man durchquert ihn nur. Marmoria City? Nichts, außer den ersten Orden und der hat ausschließlich Funktion und keine Story. Und von den meisten Routen will ich gar nicht erst anfangen. Wovon ich aber sehr wohl anfangen will, ist die Inszenierung von Team Rocket. Sie wurden dem Spiel spürbar nur hinzugefügt, um böse Buben zu haben. Sie sind einfach nur böse, um böse zu sein. Und das ist auch noch billig umgesetzt. Nicht nur, dass sie kein Motiv für die Dinge haben, die sie tun, außer der Boss hat das gesagt, sondern sie haben auch null Charakter. Keiner von ihnen hat etwas, das ihn ausmacht, was zudem auch noch dadurch bestärkt wird, dass ihr Name keine Bedeutung hat. Sie heißen Team Rocket, haben mit Raketen aber nichts zu tun. Es klingt einfach nur aggressiv. Klar, in späteren Medien gibt es Team Rocket Vorstände, nicht zu vergessen Jesse James und Mauzi. Und irgendwie wurde auch noch so halbgar geredcoint, ja genau. Und irgendwie wurde auch irgendwann so halbgar geredconnt, dass Giovanni irgendwelche größeren, edlen Ziele verfolgt. Aber wir betrachten ja nur Pokémon Rot und Blau. Und da existiert Team Rocket einzig und allein dafür, dass es einen Universalbösewicht gibt. Wie völlig unausgereift die Idee von Team Rocket überhaupt ist, zeigt Giovannis Rolle als Arenaleiter. Warum sollte er neben Mafia-Boss auch Arenaleiter sein? Wie soll das in der Spielewelt von Pokémon überhaupt funktionieren, dass er einfach mal die Arena ständig zu hat, außer jemand hebt die Super-Duper-Secret-Basis in Prismania City aus? Es wirkt einfach so, als hätte man krampfhaft noch einen Weg gesucht, die bösen Buben irgendwie mit dem Ziel des Spiels zu verbinden, damit die Verbrecherjagd sich auf irgendeine Weise mit der Pokémon-Liga in Einklang bringen lässt. Hat meiner Meinung nach irgendwie nicht wirklich geklappt. Abgesehen von der Überraschung, Giovanni ist in Wahrheit Mafia-Boss und Arenaleiter-Wendung, ist in dem Spiel auch kein anderer Plot-Twist gelungen. Das Spiel ist von vorne bis hinten übersät mit den Versuchen, überraschende Kehrtwenden zu landen, aber sie alle sind völlig unzureichend in Szene gesetzt. Man riecht sie entweder 10 Routen gegen den Wind oder sie sind ungefähr so relevant wie ein Carpador auf einer Garados-Party. Was ich damit meine? Ganz einfach.
Die ersten Stunden des Spiels über deponiert man Pokémon, die man nicht gerade braucht, auf jemandes PC. Irgendein System, auf das man übrigens auch völlig unerklärterweise Zugriff hat. Erst nach einem Viertel des Spiels oder so stößt man auf irgendeinen Bill, wodurch man erfährt, dass dieses PC-System, das man verwendet, Bills PC ist. Diese Offenbarung ist völlig unwichtig. Interessant zu wissen, ja, aber hat null Relevanz. Man schmeißt Pokémon drauf und nimmt sie wieder runter, egal wer es erfunden hat. Und das kann anscheinend auch jeder, egal wer man ist. Oder die Nugget-Brücke. Kurz bevor man auf Bill trifft, überquert man eine Brücke, auf der man nacheinander Trainer besiegen muss, um sie zu überqueren. Sie alle sind ein paar junge Trainer, wie man sie bisher als leichtherzige Käfersammler oder unschuldige Teenager kennengelernt hat. Und dann offenbart sich der letzte von ihnen plötzlich als Mitglied von Team Rocket und versucht einen anzuheuern. Oh Mensch, quelle Surprise! Ich meine, das erwartet man zwar wirklich nicht, aber es hat auch absolut gar keinen Effekt. Anschließend geht es stinknormal weiter, ohne dass sich irgendwas getan hat. Und wenn wir gerade schon bei Team Rocket sind, ich habe ja schon angesprochen, dass Giovanni später im Spiel plötzlich als Arenaleiter offenbart wird. Und zwar als Leiter der Arena, an der man gleich als allererstes auf der Reise vorbeigekommen ist und die zu dem Zeitpunkt geschlossen war. Angesichts der Tatsache, dass der Cast der Charaktere in diesem Spiel relativ klein ist, sind wahrscheinlich die wenigsten Spieler überrascht von der Wendung, aber als Kind habe ich es nicht kommen sehen. Und dennoch, einerseits führt Giovannis Arenaleiterstatus zu einer ganzen Reihe Fragen bezüglich, wie das Ganze in der Welt des Spiels zusammenpassen soll. Von wegen, jemand wird als Arenaleiter eingesetzt und der schließt einfach mal die Arena und verschwindet, bis ein Kind seine Geheimorganisation zerschlägt. Selbst als Knirps damals habe ich mir gedacht, Bullshit! Als ob das möglich ist. Ich meine, ich habe mich episch gefühlt, als ich mit ihm nochmal den Boden aufgewischt habe, aber abgekauft habe ich dem Spiel diesen Move nicht. Einen Plot-Twist, den ich dagegen meilenweit habe kommen sehen, ist, dass die Top 4 gar nicht die Top 4 sind. Dass sie zu schlagen noch nicht bedeutet, dass ich der beste Pokémon-Trainer Kantos bin. Das Spiel hat schon so oft Scheinziele gehabt, dass es einfach keine Überraschung mehr war. Begegnungen wie an der Nuggetbrücke gab es wiederholt. Hier, besiege dies und das und Überraschung, da ist doch noch einer, den du besiegen musst. Ja, der Boss ist direkt hier, aber oh, gucke mal, abgeschlossen. Da brauchst du wohl einen Schlüssel. Du brauchst einfach nur hier lang gehen, Ach, schau mal, da liegt ja ein Relaxo im Weg. Ständig setzt das Spiel einen vor ein Ziel und will dann doch noch mit einem ach so unerwarteten Hindernis überraschen. Da erwartet man bereits noch eine Herausforderung nach den Top 4. Hinzu kommt, dass der Rivale das ganze Spiel über immer wiederholt aufgetaucht ist, um einen Schritt voraus zu sein. Natürlich ist er bereits der Champ der Nation und man muss ihn besiegen. Das führt storytechnisch übrigens direkt zum nächsten Problem. Da die Top 4 als die Spitze der Liga gelten und der Rivale sie besiegt hat, um Champ zu werden, man selber aber wiederum den Rivalen besiegen muss, um Champ zu werden, bedeutet das, dass Kanto zuvor gar keinen Champ besessen hat? Heißt das, die ganze Struktur der Pokémon-Liga ist dann wieder futsch oder what? Darüber hat man sich in der Konzeptionsphase des Spiels wohl keine Gedanken gemacht. Wie dem auch sei, der letzte schlecht umgesetzte Plot-Twist ist Professor Eich. Natürlich steht plötzlich Professor Eich in der Tür, pünktlich zu dem Zeitpunkt, als der Spieler Champion wird, und ist auch noch dermaßen wichtig, dass er derjenige ist, der einen in die Ruhmeshalle führt. Ohne übrigens den Pokédex, wegen dem er die beiden Jungs ja überhaupt erst auf die Reise geschickt hat, zu würdigen. Und alles existiert lose nebeneinander her. Es ist schon beinahe anstrengend, wie lose sämtliche Episödchen des Spiels einfach nebenher existieren. Das Spiel versucht mit komischen Plot-Twists irgendwie die einzelnen Stationen der Reise miteinander zu verbinden, aber dennoch wird es keine übergreifende Geschichte. Erinnerst du dich an Fabula und Sujet, wovon ich vorhin gesprochen habe? Tja, das Sujet dieses Spiels konzentriert sich nur auf die Reise von Rot durch Kanto und seinen Aufstieg zum Champ. In der Fabula gibt es aber jedoch noch einen größeren Konflikt, nämlich die Züchtung Mewtwo's und Team Rockets eventuelle Pläne, Mewtwo zu, ich weiß nicht, fangen? Befreien? Töten? Man kann es nicht wissen, denn diese Geschichte wird nicht erzählt. Sie ist da. Man muss sie suchen, puzzeln und dann vermuten, aber Teil der erzählten Geschichte ist sie irgendwie nicht. Und das, was da ist auch noch unvollständig. Du siehst also, natürlich hat Pokémon Rot und Blau Inhalt. Irgendwas an Geschichte ist natürlich da, denn es geschehen ja Dinge. Aber
Mann, diese Dinge sind so gegenstandslos und zusammenhängend, so nichtig und so erzwungen, dass es mir wirklich, wirklich schwer fällt, sie als eine Geschichte anzuerkennen. Es gibt für nichts und niemanden eine Motivation. Es gibt keine Entwicklung der Ereignisse. Es gibt kein klares Ziel. Das Ende der Reise passt nicht zum Beginn der Reise und die Charaktere sind bis auf wenige Ausnahmen Verfeuerungsmunition. Völlig unwichtig, nachdem sie einmal vorgekommen sind. Und überlegt mal, das Spiel kam ursprünglich 1996 in die Läden. Das sind 5 Jahre nach Final Fantasy Adventure, das wirklich eine beeindruckende Geschichte mit vollwertigen Charakteren erzählt. Naja, sei's drum. Das hat der ganzen Pokémon-Reihe ja anscheinend auch keinen Abbruch getan. Mich würde interessieren, wie du die Handlungen beim ersten Spielen wahrgenommen hast. Oder, falls du es nicht gespielt hast, was würdest du von der Geschichte, die ein Spiel erzählt, erwarten? Also dann, Erdlinge, wie soll ich sagen? Bis dahin! Mann, jetzt hier, warum dauert es denn so lange? Ich habe keine Zeit, ich muss doch noch dahin. Mann, jetzt hier, los, schnell!